Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir diesen Videoaufnahme Anteil haben dürfen an eurer Konferenz. Ich möchte den Pastor und die ganze Gemeindeleiterschaft herzlich danken, dass ich dabei sein dürfte auf diese Art und Weise. Wegen der Corona-Situation, es war nicht möglich, nach Heidelberg zu reisen. Und doch, ich dürfte einen Input geben von meiner Seite hier in München in eurer Konferenz. Und mein Gebet ist, es wird für euch ein Segen sein. Now, für diejenigen, die fragen, ja, wer ist das? Ich heiße John Angelina. Ich bin Pastor hier im Gospel Life Center in München. Und man hört gleich von meinem komischen bayerischen Dialekt, dass ich komme nicht aus Deutschland. Ich bin in Amerika geboren und ich bin 1980 nach Deutschland mit meiner deutschen Frau hier in Bayern gelandet. Und in 1982, wir haben unsere Gemeinde begonnen. Und jetzt, 38 Jahre später, bin ich immer noch hier und verkündige das Evangelium. Ich bin nicht nach Deutschland gekommen, um eine Gemeinde zu beginnen. Das war nicht meine Zielsetzung. Das war alles für mich eine große Überraschung. Aber Jesus ist einer, der uns ständig überrascht. Ich war früher Musiker, meine Frau war früher und ist immer noch Schauspielerin. Und wir als zwei junge Künstler, könnte man sagen, sind einfach nach Deutschland gekommen, weil wir wussten in unser Herzen, Gott wollte, dass wir hier etwas tun. Ganz genau wussten wir nicht, was es sein sollte. Und dann zu unserer beiden Überraschung. Es hat begonnen mit einem kleinen Hauskreis, den Jugendveranstaltungen. Damals war ich nur gerade 26 Jahre jung. Und in 82 im Oktober, wir hatten in unser Haus, was wir gemietet hatten, für eine Gemeindegründung unseren ersten Gottesdienst veranstaltet. Und jetzt, fast 38 Jahre später, wir sind immer noch hier, immer noch mit Freude dabei, Menschen zu dienen mit das Evangelium. Und unsere Konferenz dreht sich um Pfingsten. Und das wird mein Hauptthema für euch sein. Was war Gottes Absicht an Pfingsten? Was wollte Gott uns zeigen? Was wollte Gott uns geben? Und ich weiß, wir können sagen, die Ausgießung des Heiligen Geistes, der Beginn der Gemeinde. Aber ich glaube, es gibt so einen Motivation und eine Einsicht in den wahren Grund für Pfingsten, dass es uns alle voranbringen wird, uns neuen Mut schenken, was Gott vorhat in unserer Generation, was er tun möchte. Du sagst, well, John, in dieser Zeit, wir sind alle eingeschränkt, wir sind alle ein bisschen eingehemmt, wir können nicht alles tun, was normal ist. Aber gleichzeitig, wir sehen, wie wir neue Wege gehen können. Wir zum Beispiel, dass ich hier in München und doch gleichzeitig in Heidelberg euch dienen. Und vielleicht viele, die eingeschaltet haben, die nicht in eurer Konferenz unbedingt dabei sein werden, aber doch durch diese Live-Übertragungen werden auch Gottes Wort empfangen. So, auf einer Seite, wir sind ein bisschen eingeschränkt, aber auf der anderen Seite, Gott schafft neue Möglichkeiten. Ich möchte das so sagen. Die Urgemeinde, als die zusammen waren in den Obergemacht, die haben auf etwas gewartet. Und ich habe das Gefühl, das ist genauso für dich und für mich. Wir sind in einer eingeschränkten Situation. Es ist wie ein obergemachter Moment für die Gemeinde, weltweit. Was nutzen wir aber, oder was tun wir mit der Zeit, die Gott uns jetzt gibt? Werden wir das gut nutzen? Werden wir Gott suchen? Werden wir im Gebet intensiver angehen? Oder werden wir nur warten und sehen, was geschieht? In Apostelgeschichte Kapitel 1, es ist erstaunlich, 120 kamen zusammen. Und die waren nicht nur in der Warteschleife sozusagen. Wenn du das genau liest, du wirst merken, die haben das Königreich Gottes, die haben das Alte Testament studiert im Licht von das, was Jesus ermöglicht hat. Jesus selber war bei ihnen und hat ihnen einiges erklärt über das Königreich Gottes. Und er hat dann diese Anweisung gegeben, warte bis der Geist
auf euch kommt. Und ich bin sicher, die wussten nicht ganz genau, wann wird das kommen. Aber die haben die Zeit gut umgesetzt, um sich vorzubereiten auf das, was Gott tun möchte. Wir wollen die Zeit gut umsetzen und das tun wir. Diese Konferenz, bin ich sicher, ist ein Teil von Gottes Vorbereitung auf das, was er tun möchte. Und ich denke, es wird genauso geschehen wie damals in Apostelgeschichte Kapitel 2. Plötzlich hat Gott etwas Außergewöhnliches getan. Und ich bin überzeugt, dass Gott für uns in Deutschland, in Mitteleuropa, in die ganze Welt etwas Wunderbares im Sinne hat für das, was er tun möchte. Und es ist an die Zeit, die wir wie der Ohrgemeinde uns vorbereiten auf das, was auf uns zukommt. Well, das wollen wir miteinander anschauen heute, aber ich dachte, es wäre auch gut, wenn ihr ein bisschen Einblick bekommt von unserer Gemeindefamilie hier. Und aufgrund von der Corona-Situation, wir hatten gerade vor ein paar Monaten unsere neue Lobpreis-CD herausgebracht. Ich schreibe Musik, ich spiele in der Lobpreis-Band. Das ist ein bisschen außergewöhnlich, wenn du der Pastor bist, seit 38 Jahren und immer noch Teil der Lobpreis-Band bist. Das findet man nicht jeden Tag, aber das tue ich gerne, weil das gehört zu einem Teil von meiner Berufung. Well, wir haben gedacht, lass uns den ganzen Gemeinde einen kleinen Einblick geben, wie es bei uns abgeht manchmal zu Hause. Und so, ich würde gerne diesen kurzen Video einspielen. Das ist ein Lied, das heißt, keiner ist größer. Niemand ist so groß wie Jesus. Und er wird uns kennenlernen, nicht nur das Musikteam, sondern einige von unseren Kindern und sogar mein Enkelsohn wird auch zu sehen. Ich sage nichts mehr. Ich hoffe, dieses Video wird euch Freude bringen. Und dann, wenn wir fertig sind mit dem Video, dann werden wir unser Thema Gottes Absicht an Pfingsten miteinander anschauen. Oh
Ja, jetzt habt ihr ein bisschen von unserem Musikteam hier in München kennengelernt. Der kleinste, der jüngste Schlagzeuger, das war mein Enkelsohn. Er ist 14 Monate alt, aber er spielt jeden Sonntag vor dem Fernsehen, wenn wir unsere Live-Übertragungen machen, und mag das vom ganzem Herzen. Und es macht mir auch viel Spaß, ihm zuzuschauen. So, wir werden aus Fundament heute, weil wir haben 3 Gottesdienste miteinander. Das ist die erste. Und ich möchte ein Fundament legen von Gottes Absicht an Pfingsten für die Gemeinde, für uns, für unser Leben persönlich, aber auch für Gottes Absicht für uns kollektiv als Leib Christi. Und in 3. Mose wirst du, Kapitel 23, werden wir 7 Haupterlösungsfeste Israels entdecken. Na, wir werden nicht heute, weil es wird zu technisch, alles ins Detail anschauen. Und das ist nicht die Absicht von heute, das miteinander anzuschauen. Aber da werden wir etwas entdecken über Pfingsten, die für mich wirklich ein Augenöffner war. Es hat mir geholfen, Gottes Absicht besser zu verstehen. So, wir werden gleich einsteigen. Lass uns kurz miteinander beten. Gott bitten, uns zu helfen, sein Wort wirklich zu sehen und zu verstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Heiliger Geist, du bist der Lehrer der Gemeinde. Helf uns, helf mir, schlicht und einfach zu sprechen, und helf uns alle, Licht und einzig zu erkennen von deinem Wort. Und wir geben dir Dank im Voraus für das, was wir lernen dürfen, und wie wir eine Veränderung in unser Leben, in unsere Perspektive, in unserer eigenen Siegweise gewinnen können, erleben können. Und wie du uns von Tag zu Tag voranbringst in deinem Plan, in deiner Absicht. Wir geben dir Dank für diesen Tag und wir danken dir für dein Wort in Jesu Namen. Amen. Na, wenn man diesen 23. Kapitel vom 3. Mose anschaut, die erste Erlösungsfest. Und was meine ich bei Erlösungsfeste Israel? Gott hat wie ein Bild für uns etwas gemalt, wie er durch das Volk Israel, durch den Messias, die ganze Menschheit in etwas Neues hineinbringen möchte. Unsere Erlösung, unsere Hoffnung auf neues Leben. Begonnen mit das Volk Israel, aber für die ganze Menschheit ist Jesus gekommen. Wie Jesus selber sagte, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und für die Urgemeinde, das war herausfordernd, das muss man auch verstehen. Damals, hier haben gedacht, nur das jüdische Volk darf Erlösung haben. Und die haben es nur durch diese Art von Brille gesehen. Und die Geschichte sagt uns, dass eigentlich es war 10 Jahre nach diesen ersten Pfingsten, wo die Gemeinde wurde in Feuer eingesetzt und ausgesandt, um das Evangelium zu verkündigen, wo ein nicht-jüdischer Mensch das Evangelium hörte. Es war bei Cornelius, und Cornelius war eigentlich ein Italiener. Und Dank sei Gott für die Italiener. Ich sage euch, Gott musste eine italienische Familie nehmen, weil er musste aus Beweis für die ganze Menschheit zeigen, hey, wenn Gott dickköpfige Italiener erreichen kann, er kann alle Völker erreichen. Na, das darfst du nicht sagen, wenn du nicht italienische Abstammung hast. Ich habe das, so ich darf das sagen. Aber es war ungefähr 10 Jahre nach Pfingsten, nach das, was wir werden heute studieren, wo die Gemeinde hat die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt hat. Wo das erste nicht-jüdische Menschen haben das Evangelium wirklich bekommen. Und es war ein Geheimnis, dass was Gott begonnen hat mit Israel, es war eigentlich für alle Menschen geschehen. Und so das erste Fest, was wir hören, ist das Passafest. Und wir wissen, was für ein Bild das für uns malt, wie wir durch Jesus Werk, durch sein erlösender Werk am Kreuz, uns aus den Schuld und Sklaverei vom Sünder und vom Tod befreite. So war das für Israel, wie sie aus Ägypten wurde befreit.
Aber gleich nach diesem Fest hat der nächste Fest anbegonnen. Das zweite Fest war das Fest der ungesäuerten Brot. Jesus ist gestorben gegen 15 Uhr an diesem Passafest. Und gleich danach, als der neue Tag begann, war der Tag der ungesäuerten Brot gefeiert. Und Sauerteig ist im Alten Testament immer symbolisch für Sünder. Was für ein Bild. Durch das Opferlamm Gottes, durch das Passahlamm Jesu am Kreuz mit als Stellvertreter, mit unserer Schuld und unserer Sünde, ist die Macht der Sünde über unser Leben gebrochen. Und dieses Fest, es ging 7 Tage lang, wo sie aßen nur ungesäuertem Brot, ohne Sauerteig. Und dieses Fest hat etwas gezeigt für uns Menschen. Gott würde diesen Problem, diesen Sündeproblem, dieses Schuldproblem, dieses Trennung von Gott, dieses geistige Zustand vom Tod. Und das ist, was geistiger Tod bedeutet, Trennung von Gott. Gott wird das für uns wegnehmen durch das Opfer Christi, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dann fing an der nächste Fest. Und das war das Fest der Erstlingsgabe. Na, das geschah gleich an den ersten Tag der Woche. An den Tag, wo Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dieser Fest war eigentlich ein Dankfest, wo ein Schie vom Weizen wurde genommen und es repräsentierte die ganzen Ernte. Und die haben es hin und her gewoben und die haben Gottes Segen über diesen ganzen Ernte durch diesen Erstlingsgabe ausgesprochen. Well, das Neue Testament sagt uns in 1. Korintherbrief 15, Jesus ist unsere Erstlingsgabe. Die ganzen Segnungen Gottes, die auf den Erstgeborenen aus dem Toten, was er erlebte, ist für uns alle Gottes Segen. Wow! Er hat aus unserer Erstlingsgabe Gottes Segen für uns empfangen. Und der Epheserbrief sagt uns, wir sind gesegnet mit jeder geistlicher Segnung, weil er unsere Erstlingsgabe ist. Und dann danach, der vierte Fest, war Pfingsten. Und Pfingsten war ein Fest der Frühernte. Und es geht um diese Ernte heute Nachmittag oder heute Abend, wenn immer du das anschaust. Es geht um diesen Absicht Gottes. Jesus hat gesagt, und jetzt gehen wir zur Apostelgeschichte Kapitel 1. In Apostelgeschichte Kapitel 1, es heißt hier, dass Jesus lehrte sie 40 Tage über das Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, welche er, so sprach Jesus, von mir vorgenommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, er aber sollte im Heiligen Geiste getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Na, die wussten nicht genau wann. Nicht lange, hat Jesus gesagt. Well, wenn Gott sagt nicht lange, das kann schon ein bisschen dauern. Ja? Für Gott ein Tag ist wie 1000 Jahren. So, wenn er sagt, es dauert nicht lange, man weiß nicht, ob es in der nächsten halben Stunde oder ob es in den nächsten 100 Jahren geschieht. Die wussten nicht ganz genau, aber Gott wusste genau, weil er wollte dieses Erlösungsbild weitermalen mit Pfingsten. Und Pfingsten als Fest für die Frühernte war genau das richtige Fest für Israel, uns etwas zu sagen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch das, was wir erleben, was wir sehen am Pfingsten, auf der Geist Gottes auf denen kam. Now, wir müssen einen Unterschied hier feststellen zwischen dem Geist in uns als Kinder Gottes. Sieh, wenn wir Jesus in unser Herzen einladen, ist der Geist in uns. Und als der Geist in uns kam, er hat uns einen neuen Geist gegeben, ein neues Herz gegeben.
Sogar so im Neuen Testament, im Galaterbrief, wir werden gelehrt, dass es gibt eine neunfältige Manifestation von dem Geist Gottes, der in uns ist. Wir nennen das die Frucht des Geistes. Bitte beachte, er hat nicht gesagt die Früchte, sondern die Frucht, Singular. Es ist eine neunfältige Manifestation des Heiligen Geistes, der in unser Geist jetzt, er ist vereint mit uns. Er bringt uns Gottes Charakter, Gottes Natur hinein in uns. Und jetzt das Potenzial, wie eine Same in jeder Einzelnen von uns, von echter Liebe und Vergebung und Geduld und Freundlichkeit und Enthaltsamkeit und all diese Dinge, was in Galaterbrief wird erwähnt, ist in jeder Mensch, der von neuem geboren ist. Jeder Gläubiger an Jesus. Das ist der Geist in uns. Aber Jesus sagte, warte, bis der Geist auf euch kommt. Sieh, diese Menschen haben schon den Geist in sich gehabt. Du kannst es lesen in Johannes Kapitel 20, als Jesus den 11 Aposteln erschienen ist. Er hauchte sie an und sagte, empfanget Heiligen Geist. War das der Erfüllung des Heiligen Geistes? No, das war die neue Geburt. Sieh, wenn du die Schöpfungsgeschichte anschaust, was hat Gott getan, um Adam eine lebendige Seele zu machen, aus ihm eine lebendige Seele zu machen? Er hauchte ihm an. Er blies in ihm dieses Odem des Lebens. Was hat Adam verloren, als er Hochverrat begonnen hat? Dieses Odem, dieses Geist Gottes, diese Beziehung zu Gott, die er früher im Garten hatte. Gott hat ihm vorgewarnt, in dem Tag, wo du von diesem Baum isst, von diesem Frucht isst, du musst sterben. Er ist nicht körperlich gestorben, er ist nicht physisch gestorben, er ist in seinem Geist gestorben, es wurde getrennt von Gott. Und die Fähigkeit, die er hat, die Herrlichkeit, die Fähigkeit, mit Gott zu gehen, wurde plötzlich weggenommen. Well, Jesus kam, um das alles uns zurückzubringen, was die erste Adam verloren hat. Deswegen ist er in dem Neuen Testament der zweite Adam genannt, der letzte Mensch. Wow, er ist der Erstgeborene von den Toten und wir sind seine Geschwister. Oh, das ist so eine herrliche Botschaft. Und was geschah am Pfingsten, ist Gottes Andeutung, dass wenn der Geist Gottes, der jetzt in dir lebt, weil wenn du an Jesus glaubst, du hast ihn in dir, aber wenn seine Kraft auf dich kommt, du wirst nicht nur ein Pfingstler sein oder charismatischer sein. Du wirst nicht nur fähig sein, in neuen Sprachen Gott anzubeten und im Fürbitte hineinzugehen. Das alles gehört dazu. Aber in erster Linie, du bist jetzt befähigt, von Gottes Kraft ein Zeugen von Jesus zu sein. Menschen für Christus zu gewinnen. Weil das Ganze dreht sich um anderen Menschen für Gott zu gewinnen. Und deswegen hat Gott mit Absicht Pfingsten ausgesucht, weil Pfingsten ist das jüdische Fest, Pfingstfest, ist das perfekte Bild, was Gott durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes erfüllen wollte. Er möchte dich und mich benutzen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wenn man weiter liest in dem Neuen Testament, es heißt, dass Gott legte in uns, förmlich legte in uns diese Botschaft der Versöhnung. Wir sind sogar Botschafter Christi genannt. Und in jeder Christ ist dieses Verlangen, unser Glauben mit anderen zu teilen. Na, manchmal, wir haben ein bisschen Scheu. Manchmal, wir sind verunsichert. Manchmal, wir haben Angst. Was wird die anderen Leute denken? Oder vielleicht kommen sie mit einer Frage, die ich keine Antwort darauf habe. Und ich sage dir, das spielt alles keine Rolle. Wenn du weißt, dass der Geist Gottes in dir ist und auf dein Leben gekommen ist, dann bist du fähig, das Evangelium mit anderen zu teilen. Das war der Grund, warum Gott uns seinen Geist gegeben hat. Das war nicht seine Absicht, dass neue Bewegungen in sich als Zielsetzung alleine sein. Nein, das war Gottes Fähigkeit, freigesetzt in dir und in mir, um Menschen in die Kraft Gottes zu dienen. Und manchmal das geschieht in
übernatürliche Wege, und nicht jeder übernatürliche Weg Gottes ist spektakulär. Oftmals wir Christen, wir machen einen großen Fehler, weil wir verwechseln Dinge, die bombastisch sind, Dinge, die spektakulär sind, als nur übernatürlich. Manchmal den kleinen Dingen, die Gott durch uns tut, wo manchmal wir selber nicht wissen, warum war ich so freundlich oder warum habe ich nur eine nette Antwort gegeben, wo dieser Mensch hat das nicht verdient. Und Gott benutzt das, um Herzen zu öffnen, dass wir dann das Evangelium Menschen bringen können. Wir unterschätzen das so oft. Es heißt in der Apostelgeschichte, dass Jesus in Kapitel 10, Vers 38, Jesus ist überall hingezogen und er wurde gesalbt vom Heiligen Geist und er hat Gutes getan und alle geheilt, die vom Teufel überwältigt waren. Wir konzentrieren uns nur auf die Heilung, aber Jesus hat auch durch diese Kraft des Heiligen Geistes Gutes getan. Ich sage euch, das ist etwas Außergewöhnliches und Übernatürliches, wenn wir den Geist Gottes Raum geben, durch unser Leben etwas Gutes zu tun. Es macht einen Unterschied mit den Menschen um uns herum. Und ich bin völlig überzeugt, das war Gottes Absicht mit diesen Warten auf Pfingsten. Aber es ist interessant, es sind so viele parallelen Gedanken hier vom Pfingsten und was geschah unter dem Alten Bund. Zum Beispiel neulich habe ich das gelesen, als Mose das Gesetz gab für das Volk Israel. Das Volk hat das abgelehnt und plötzlich fing eine Plage an und 3000 Menschen sind gestorben. Aber was ist geschehen? Als der Geist Gottes auf den 120 plötzlich kam, wir kennen die Geschichte. Petrus stand auf zu predigen. Und als er beginnt zu predigen, er deutet genau hin auf das, was das ist. Es ist nicht, dass wir betrunken sind. Das ist halt, was viele Leute dachten, weil sie haben begonnen, Gott zu preisen in einer neuen Sprache. Und es ist auch interessant, am Pfingsten, wenn du das genau liest, in Apostelgeschichte 2, Menschen aus aller bekannten Nationen waren versammelt in Jerusalem. Gott ist sehr schlau, ökonomisch. Ich möchte das Evangelium in alle Welt bringen, weil die ganze Welt ist jetzt in Jerusalem. Wir warten, bis sie alle beisammen sind. Der Geist Gottes ist auf die Gemeinde gefallen und plötzlich jeder in Jerusalem merkt, etwas ist im Gange. Aber es bräuchte, dass einer aufstand und erklärte, was dieses Etwas war. Und das war Petrus. Sieh, Jesus hat früher gesagt, Petrus, ich gebe dir den Schlüssel zu dem Königreich Gottes. Es war Petrus, der zuerst das Evangelium zu den Juden gepredigt hat. Und dann später hat er zuerst zu den Heiden bei Cornelius das Evangelium gebracht hat. Er hat den Schlüssel benutzt und dieser Königreich Gottes für beides, für Juden und nicht-jüdische Menschen geöffnet. Und er erklärte, dass Gott hat seinen Sohn für uns Menschen gesandt, damit wir neues Leben haben können, damit wir die Verheißung des Vaters genauso erleben, wie sie das gesehen hat. Sieh, lass mich zurückgehen zu was ich sagte am Anfang. Ich habe das Gefühl, dass diese Corona-Zeit ist für uns, wenn wir klug sind, wenn wir verstehen, was Gott sagt. Es ist auf einer Seite eine Chance, neue Wege zu gehen, Neues zu lernen, Neues zu tun. Das haben wir gemacht, offensichtlich, das habt ihr auch als Gemeinde gemacht. Ich habe gesehen, eure Gebetstreffen kommen Hunderte von Menschen zusammen, um mit euch Gott zu suchen im Gebet. Das finde ich fantastisch. Wir erleben Ähnliches hier. Aber was geschieht danach? Das beschäftigt mich. Und wenn du das genau liest, es heißt in 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 6, dass Jesus ist 500 Menschen in einer Situation erschienen, nachdem er von den Toten auferstanden ist. 500 Menschen. Meine Frage ist, wo waren sie alle in der Obergemach? Jesus lehrte die ersten paar Wochen selber
über das Königreich Gottes. Das kann man lesen in Apostelgeschichte 1. Er war beisammen mit den ganzen jüdischen Gläubigen. Die waren eingeschränkt. Die hatten immer noch Angst vor den Juden damals. Und die waren eingeschränkt in dieser Obergemach. Und Jesus lehrte sie über das Königreich Gottes. Meine Frage ist, aber es waren nur 120. Wo waren die 380? Das ist die Gefahr, die wir hören müssen. Es ist sehr einfach für uns, eine gewisse geistige Faulheit auch in dieser Corona-Zeit auszuüben. Well, es ist Livestreaming, ich kann das anschauen, wenn ich will. Und, well, vielleicht ist etwas, ein Spielfilm ist an heute statt den Gottesdiensten. Wenn wir nicht wirklich aufmerksam sind, wir können das Beste verpassen. Now, Gott liebte alle diese Menschen, die ganzen 500. Aber es war nur den 120, die am richtigen Ort sein, zum richtigen Zeit waren. Und die haben die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erfahren, nicht die anderen. Und ich möchte einer von denen sein. Ich glaube, du möchtest das auch tun. Deswegen seid ihr dabei bei diesen Pfingstkonferenz. Wir wollen dort sein, wo Gott am Wirken ist. Wir wollen von Gott benutzt sein, wie er uns benutzen möchte, um einen Unterschied in dieser Welt auszumachen. Pfingsten war ein Moment, wo Gott nicht nur die Gemeinde als Geburtsstätte benutzt hat, sondern auch seine Absicht uns erklärt. Ich habe euch neues Leben gegeben. Ich habe euch meinen Geist gegeben, damit ihr mit mir diesen Auftrag erfüllen kann. Gehe hin in alle Welt. Verkündige jeder Mensch das Evangelium. Erzähle Menschen, wie gut Gott ist. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist der Grund. Das war Gottes Absicht am Pfingsten. Deswegen wartete er auf diesen Fest der Frühernte, die ganz Israel verstanden hat. An diesem Festtag hat Gott sich entschieden, diese Ausgießung des Heiligen Geistes für die Gemeinde, für immer und ewig, dass wir als Bild haben, wow, Gott hat uns den Heiligen Geist anvertraut, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gegeben, damit wir fähig sind, anderen Menschen für Gott zu gewinnen. Now, in der nächsten Gottesdienst, wir werden das ein bisschen vertiefen. Wie kann ich lernen, Menschen für Gott zu gewinnen? Das war für mich ein Abenteuer. Und das ist mehr als nur etwas zu verkündigen. Das ist wirklich Jesus nachzuahmen, den Herzen von Menschen zu gewinnen. Aber wir wollen nicht zu schnell gehen. Wir wollen weiterhin dieses Studium ein bisschen fortsetzen. In Vers 37 in Apostelgeschichte 2, die Menschen, nachdem sie hörten, was Paulus sagte, die alle haben gesagt, weil es ging, lass mich das lesen, Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Und ein jeder von euch lasse euch taufen im Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und eure Kinder und alle, die ferne sind, so viel der Herr, unser Gott, herrufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie und sprach, lasset euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort annahmen, lassen sich taufen. Und es wurde an jedem Tage etwa 3000 Seelen hinzugetan. Mehr als was sie je vorgestellt hatten. Aber verglichen mit dem Alten Testament, das Gesetz kam durch Mose, 3000 Menschen sind gestorben. Der Heilige Geist kam und erfüllte den 120 und plötzlich 3000 Seelen sind dazu gewonnen für das Königreich Gottes. Sieh, das Buchstabe des Alten Bundes und des Gesetzes tötet. Aber das Leben des Geistes macht lebendig. Was für ein Bild für uns. Was für eine Ermutigung. Was für eine
Anspornung, dass etwas Großartiges steht bevor uns. Und diese Corona-Zeit, diese Einschränkungszeit, hey, lass uns nicht entmutigen in dieser Stunde. Lass uns neuer Mut fassen. Lass uns wissen, genauso wie der 120 in der Obergemach, es kam plötzlich, Apostelgeschichte Kapitel 1, es fängt an mit dieser Aussage, als der Tag Pfingsten kam, in Vers 1. Waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Es kam plötzlich und es war gewaltig und niemand könnte das im Vorfeld gewusst haben. Die wussten nur, etwas kommt. Die wussten nicht wann. Es wird im Kurze sein. Ja, wann wird das sein? Was wird das bedeuten? Was wird geschehen? Okay, der Geist wird auf uns kommen, aber was heißt das? Und dann kam er und dann, er hat alles geendet. Für die Ohrgemeinde, aber für alle Zeit. Wir können zurückblicken auf Apostelgeschichte Kapitel 1 und Kapitel 2 und wir können lernen für unsere Generation. Wenn der Feind versucht, uns einzuschränken, Gott sagte, ich habe Überraschungen vorbereitet. Ich werde euch ein Wachstum schenken. Ich werde etwas als Durchbruch ermöglichen und es wird größer und stärker und breiter sein als je zuvor. Das ist unser Gott. Und wie Petrus hier verkündigt hat, Tausende von Menschen sind hineingekommen in das Königreich Gottes. Ich frage mich selber, was steht direkt vor uns? Was bereitet Gott vor? Und werden wir klug sein wie der 120 oder werden wir wie die 380 und sagen, schauen wir mal, warte, was Gott tut. Nein, wir wollen nicht schauen mal, warte, bis Gott tut. Wir wollen mittendrin sein. Wir wollen uns befleißigen mit das, was wir jetzt tun können. Was können wir tun? Gott preisen, in Fürbitte gehen, Gott suchen, sein Wort hören. Wir können von ihm empfangen und wir lassen diese Zeit aus kostbarer Zeit, aus Vorbereitung für das, was vor uns liegt. Na, was liegt vor uns? Well, wir müssen sehen, der nächste erlösende Festtage Gottes für Israel damals war der Posaunenklang. Der Posaunenklang war für das Volk eine Sammelstelle, wo alle Volk zusammenkommen sollen und es wurde angekündigt durch eine Posaune. Oh, ich wünschte mir, wir hätten Zeit. Das Neue Testament gibt uns einen Einblick, dass wir werden nicht alle sterben, aber wenn eine Posaune erschallt, wir werden emporgehoben, wir werden hineingedrückt vor Jesus in den Wolken. Dort werden wir ihn sehen und dort werden wir bei ihm sein. Die Entrückung ist kein Märchen, es ist eine Realität, aber es ist, was vor der Entrückung geschieht. Das sollte uns ein bisschen neugierig machen. Wisst ihr, was geschieht bevor diesem Posaunentag? Weil dieser Posaunentag, wenn es kommt, das wird zuerst eine große Ernte geben. Weil Israel hat eine Frühernte und dann später eine Späternte. Und diese Späternte kommt, nach dem ganzen Sommer vorbei war. Lange Zeit, einige Monate. Für uns, wir schauen zurück, ungefähr 2000 Jahren. Und wir sehen eine lange Zeitspanne seit den Urgemeinde bis heute in 2020. Aber ihr Lieben, ich glaube, was vor uns steht, ist genau das, worauf Israel wartete. Die haben erwartet durch den Erstlingsgabe und Gottes Segen auf der Frühernte, dass das Späternte wird gewaltig sein. Well, lass mich etwas vorlesen, was es heißt im Neuen Testament über diesen Späternte. In Jakobus Kapitel 5, Vers 7. So geduldet euch nun, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Sieh, der nächste Fest, was kommt, ist Posaunen. Das ist die Wiederkunft des Herrn. Genauso wie er gegen Himmel ging, die Engel haben gesagt, warum wartet ihr und schaut nach Himmel? Weil genauso wird er zurückkommen.
Und der Posaune wird erschauen, hat Paulus uns gesagt. Und wir werden, diejenigen, die am Leben sind, wir werden entrückt sein und wir werden vor ihm sein. Aber bevor das kommt, hör, was Jakobus sagte. Habt Geduld bis zum Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwillen oder ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Geduldet auch ihr euch, stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Sieh, Jesus hat von dieser großen Ernte gesprochen. In Matthäus Kapitel 9, Vers 36. Es heißt, als aber er den ganzen Volksscharen sah, jammerte sie ihn, weil sie beraubt und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keine Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jungen, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind weniger. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir vom Gottes Geist hören müssen, hab Geduld. Und dieses Wort Geduld bedeutet nicht nur warten. Es heißt standhaft. Es heißt konstant zu sein. Es heißt Ausdauer auszuüben. Wir müssen in dieser eingeschränkten Situation unsere Erwartung nicht kleiner machen, sondern größer machen. Wir müssen diese Zeit so auskosten, dass wir wissen, wo wir es hinsteuert. Es steuert hin zu einem Früh- und Spätregen, die großen Ernte hineinbringt. Und was ist das Problem damals und heute? Die Arbeiter sind weniger. Ich glaube, dass diese Pfingstkonferenz ist eine Absicht Gottes für euch, die Zuhörer und Zuschauer, und für mich auch als Verkündiger, uns anzuspornen, bereit zu sein. Hey, etwas Wunderbares steht bevor. Und wie am Pfingsten für die Ohrgemeinde, so wird es sein in unserer Generation. Es wird gewaltig und es wird plötzlich. Frage ist, werden wir ein Arbeiter sein? Werden wir wieder 380 und nur zuschauen sein und davon hören? Oder werden wir wieder 120 mittendrin und die es selber erleben? Ich möchte dabei sein, das selber zu erleben. Ich möchte das nicht nur von jemand anderem gehört zu haben. Und ich glaube, ihr seid genauso. Was kommt auf uns zu, bevor der Wiederkunft des Herrn? Und das ist die Hoffnung der Gemeinde. Ja, Johannes hat gesagt, jeder, der diese Hoffnung in seinem Herzen trägt, er reinigt sich selber. Weil wir wissen, eines Tages, wir werden vor Jesus stehen und Rechenschaft abgeben müssen für alles, was wir je getan haben. Aber wir müssen das nicht mit Furcht und Zittern. Wir müssen keine Angst haben. Wir können mit Freimütigkeit auf diesen Tag warten. Warum? Weil wir leben heute für Jesus. Wow. Gottes Absicht an Pfingsten, unsere Augen zu öffnen, dass er dich und mich benutzen möchte, einen Unterschied in dieser Welt auszumachen. Well, die letzten 2 Feste Israels, das sind für uns interessant zu wissen. Versöhnungstag, wo Gott den ganzen Schuld, alles wegnimmt. Das ist, wenn der Herr zurückkommt und alles, was krumm ist, alles, was verkehrt ist, er wird es richtigstellen. Jesus wird auf diese Erde sichtbar zurückkommen für alle. Zuerst für die Gemeinde und später die Nationen zu richten. Aber dann das Laubhüttenfest. Das ist, wo das Volk wurde gesagt, sie müssen in ein Zelt bleiben und wissen, dass Gott unter ihnen wohnt. Weil das ist Gottes Plan. Gott wird uns ein neuer Himmel, eine neue Erde machen und für immer und ewig und immer, wir werden bei ihm sein. Das wollte er von vorne an. Das ist der Grund für die ganze Schöpfung. Gott wollte seine Familie haben. Söhne, Töchter, Kinder Gottes, die nicht gezwungen sind, sondern auch aus einem dankbaren, bereitwilligen Herz sagen, Gott, ich möchte bei dir sein. In Abschluss, hey, wenn du diesen Konferenz zufällig hier hereingestoßen bist und du sagst, hey John, ich habe Jesus nie in mein Leben eingeladen. Das kannst du gerade jetzt tun. Sogar über diese Übertragung kannst du eine Grundsatzentscheidung treffen. Du musst nur bereit sein zu sagen, Jesus, danke,
dass du am Kreuz für mich gegangen bist. Meine Schuld, meine Sünde hast du getragen. Und ich möchte dich kennen. Komm jetzt in meinem Leben. Wenn du bereit bist, diese einfache Entscheidung zu treffen und dann bereit bist zu sagen, Jesus, du bist jetzt der Herr meines Lebens. Das heißt, er ist jetzt der Chef. Das kostet Mut, es kostet Demut. Aber wenn du bereit bist, das zu tun, Gott wird in deinem Leben hineinkommen. Jesus selber wird dir ein neues Herz geben durch den Heiligen Geist. Und all das, was wir gehört haben, kann erlebbar für dich sein. Und für dich, die vielleicht hier sitzen und sagen, ich wusste nicht, dass derselbe Heilige Geist auf mich kommen könnte. Ja, was war das allererste Frage, was Paulus den Gläubigen in Ephesus stellte? Er sagte, ich glaube, das ist Apostelgeschichte 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seitdem ihr gläubig geworden waren? Sieh, Menschen kommen zu Jesus und empfangen den Geist Gottes in ihrem Herzen und dank sei Gott, sie sind Kinder Gottes. Aber es gibt ein Werk des Heiligen Geistes, ein zweiter Werk von demselben Heiligen Geistes, uns zu befähigen, fähige Arbeiter in Gottes Erntefeld zu sein. Nicht in unserer Kraft, sondern in seiner Kraft. Wenn du sagst, das ist für mich, dann empfange gerade jetzt im Namen Jesu, empfange den Heiligen Geist. Sag, komm über mich, Heiligen Geist. Gib mir die Fähigkeit, Gott anzubeten in eine himmlische Sprache, in eine neue Sprache und benutze mein Leben in eine neue Dimension, ein Segen zu sein für andere Menschen. Und für uns, die Jesus kennen und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, Pfingsterfahrung ist für uns eine alltägliche Realität. Lass uns ermutigt sein, durch das, was wir gehört haben, noch mehr für Gott zu brennen, zu leben. Wissend, hey, diese Corona-Zeit, es wird ein Ende geben. Das weiß ich. Und wir müssen uns gedulden, aber nicht im Sinne von nur langweilig warten. Wir müssen konstant. Wir müssen im Geist brennen bleiben. Wir müssen die Zeit auskosten und ausnutzen, die uns zur Verfügung gestellt sind, um ihn besser zu kennen und unser inwendiger Mensch zu stärken und in die richtige Stellung zu sein, wo Gott uns benutzen kann, wenn es plötzlich durch seine Kraft losgeht. Und wir sehen die Früh- und Spätregen zusammen für eine große Ernte von Menschen. Well, ich hoffe, das war für euch ein Segen und eine Anspornung, dabei zu sein. Ich weiß nicht, wenn ich nächsten Mal dabei bin in der ganzen Konferenz, aber wir werden gemeinsam das nächste Mal, wo ich dabei bin, über diesen Thema, was kann ich lernen, über Menschen für Gott zu gewinnen? Was kann ich mir herausholen aus Gottes Wort? Weil ich möchte ein Werkzeug sein in seine Hände. Bis dahin, ich wünsche euch Gottes Segen. Danke nochmal, dass ich dabei sein dürfte und wir sehen uns dann in der nächsten Zeit.